Ik wil allen reizen en welkom heten, die van jou tot deze Pinjsten ondag hartjen. Mijn naam is Johnny Loewen en ik zei dat voor een grote verdag aan hier van jou de bootschoft ver te brengen. Het thema van wat ik van jou reden wil is van Pinjsten. Waar we opvangen met een gebed. Himmlische Vader, we komen van jou und des Pfingstdag verdienen sein die Dank für das Erlösungswerk durch Jesus Christus und für die Schenkung von den Heiligen Geist, der an uns der Heiligung schafft. Wir danken dir für deine wunderbaren Führungen. Sieh mir uns von dir, wenn wir dein Wort betrachten, merk unsere Ohren und unsere Harten auf, zu Wort dein Wort uns lehrt. Leih deine Wort an mein Mühl, dort ich mag reden, was dir gefällt. Das fragen wir dir mit Dank sagen, im Namen von Jesus Christus, unseren lieben Heiland. Amen. Wir wollen von dir ein paar Dinge von den Pfingstengeschichten betrachten. Wir wollen meistens in Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2 lesen. Den ersten Punkt, was wir wollen übergehen, ist, was wird das für eine Zeit in Jerusalem, als der Heilige Geist ab der Apostel kam. Das Pfingstfest wird 50 Jahre nur das Passafest geführt, was wir Ostern nennen. Dort wird ein von den 3 Hauptfasten, was die Juden feiern. Jerusalem wurde ein sehr Fall gewesen über das Passafest, als sie Jesus gekreuzigt haben. Und dann auch als er vom Tod abstund, nur 3 Jahre. Du wird sicher sein, eine große Vertal und Abrüge gewesen in Jerusalem, von was hier passiert wäre. In Lukas 24, Vers 18, wo Jesus die 2 Jünger hingewiesen und Emmaus bejehen, und er anreden, früher von was die Jünger hielten, du beschriftet ihre Antwort so steht. Da frug am Kleefas, einer von an, bist du die einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was diese Tag passiert ist? Nu dit nu, wird alle Menschen gewusst haben, was hier passiert wäre. Jesus wird dann nach 40 Tagen beirrt und offenbart sich zu seinen Jüngern und dafür hat er im Himmel. Aber er hat er im Himmel vor, bestellt er an seine Jünger, dass sie sollen in Jerusalem bleiben. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 und 5 schrift dort, und als er mit am Taub war, befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Führer versprochen hat, wovon sie jemi haben reden hielt. Weil Johannes deed mit Wutter, je aber sollen am ein paar Tage mit den Heiligen Geist gedeiht worden. Die Jünger können dort noch nicht verstehen, nur was kriegt sie lernen sollen. Als Jesus dann im Himmel gefahren wird, gehen sie nach Jerusalem und bleiben dort taub. Wieder in Kapitel 1, Versen 13 und 14 schrift dort, und als sie terugkwamen, gingen sie auf den Beinen ihrer Stufen an, wo sie sich abhielten. Du wie Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, was Alphaeus ihn sehen wir, und Simon, der Zealot, und Judas, was Jakobus ihn sehen wir. Diese waren sich alle einig im Gebet. Dort schloss auch an die früheste Maria, Jesus seine Mutter und seine Brüder. Everdem wir die Zeit für das Pfingstfest gekommen. In Jerusalem war es ein sehr Fall gewesen. Dort wo die Israeliten ihre erste Frucht von ihren Ernten in Jerusalem abfreundeten. Viele Menschen, die in Jerusalem waren gewesen für das Passafest, waren anscheinend nach Jerusalem gekommen für das Pfingstfest. So, ich will den zweiten Punkt gehen. Was passierte dann den Tag? Und dort waren wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, Versen 1 bis 13 lesen. Du schriftest es dort. Als der Pfingsttag dann kam, waren sie alle auf eine Stadt. Und plötzlich hielten sie, selbst im Sturm, ein rügendes Geluid vom Himmel, so dass im ganzen Haus die Hirten wir, wo sie sollten. Dann sahen sie mit einmal Zungen, aus vom Vier, und die sahen sich ab jeder einem von an. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, toen als der Geist an dort möglich macht. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter dem Himmel. Als sie das Geluid hielten, kamen ein groot Teil verwildet taub, weil sie hielten, dass sie in jedem seine Sprache reden deuten. Ganz verwundert frugen sie, sind nicht all diese, die du reden von Galiläa? Wo ist das dann, dass wir die in jeder in seine Sprache hören? Parther und Meide und Elamiter, die wir in Mesopotamien und in Judäa wohnen, in Kappadokien, in Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, in Ägypten, in dort Port von Libyen, dort die Kyrene gehört, in Utländer von Rom, Juden und Mädjuden, Kreuter und Araber,
Wie hören die in onze Sprach von Gott seine große Wunderworten reden? Verwundert und verwildert fragen sie einer dem anderen, was jaft het nach? Der andere aber haben ihren Spott, dort er in Säden, der haben zu viel Wein getrunken. Vers 1 sagt dort, sie waren alle taub auf eine Stelle. Die Jünger haben dort gefragt, was Jesus an ihnen bestellt hat, dass sie sollen taub in Jerusalem bleiben. Aber sie mit den Heiligen Geist gedeupt werden. Als der Heilige Geist dann ab ihren Scheim, wird du ein großes Gelüt. Als wenn du ein Sturm wird. Der Heilige Geist betekent zijn kom auch mit Zungen, zoals von vier. Und saat sich ab jeder einem. Das ist, wo wir verstehen, wo Gott die Kirche in den neuen Bund anfängt. All die taub werden mit den Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden. Das ist, wo die Jünger dort openbaart wird, was Jesus in Kom zu bedienen hat und wo wir Vergebung können haben. Als die Menschen, die in Jerusalem waren, dort gelüht hatten, kamen ein großer Teil von taub. Und dann hörten sie die Jünger in ihre eigene Muttersprachen reden. Die Menschen wurden all sicher, sind sehr abgerecht gewesen von das rügende Gelüt. Und dann hörten sie all die Jünger in ihre Sprachen reden. Da wurde ihnen sehr verdächtig gemerkt. Wer wird es Jesus? Als sie an die Kritik hatten, wird du ein Erdbeben und du wird eine Sonnenfinsternis für 3 Stunden im ganzen Land. Und nicht das? Woran ist das, dass Gott uns fertig macht, eine bittergewöhnliche Lehre anbringen, was wir erst wollen sind, um zu horchen. Dat braucht einmal eine besondere Notlehre oder Prüfzeit, was wir uns erst zu Gott wenden. Ich glaube, wir haben nu alle selbst ein bisschen erfahren, wo einer sich verhält, wenn Dinge rund meinem hastig sich verändern. Dann sieht wie bald nur wem, der uns kann eine Antwort oder Trost geben. In Versen 7 und 8 schrift dort, ganz verwundert fragen sie, sind nicht all diese, die du reden von Galiläa? Wo ist das dann? Dort wie die in jeder in seine Sprach hier. Dit wird ein Wunder Gottes. Gott gibt diese Jünger eine bittergewöhnliche Gabe, dass sie können unter Sprachen reden den Tag. Sie werden gewöhnliche Menschen, ohne besondere Ausbildungen, und Gott braucht ihn, zum sein Wort zu tun, weil sie werden willig, Gott nur zu folgen. Ich denke auch fertig über mich, wenn meine Wort gefragt wird. Wer sie ich, zum so tun? Ich sie nicht gelehrt dafür. Oder ich habe keine Erfahrung in so einer Sache. Aber da fällt mir das bei, dass Gott kann sogar in Burrerbrocken zum sein Wort reden. Nur 4. Mose Kapitel 22. Da würde ich doch vielleicht tun können, mit seiner Haupt. Das sind nicht die Begabten, die Gott sein Wort beraubt. Aber Gott beraubt die, Gott begabt die, die zu sein Wort beraubt hat. So es sind nicht die Begabten, die beraubt, aber er begabt die, wem er geraubt hat. Als Jesus noch beirrt wird, wählt er sich 12 Männer aus seinen Jüngern. Sie werden nicht bittergewöhnliche Männer. Keiner von ihnen wird ein gelehrter Redner oder wird in der Schrift gelehrt. Aber als Jesus ihnen darauf am Not zu fallen, da werden sie am Gehorsam. Und Gott gibt ihnen den neuen Gaben zum Daunen, wozu er ihnen beraubt hat. Die Menschen in Jerusalem wurden gut haben können sein, dass diese Jünger von Galiläa wären. Und dort wir nicht ein paar Zeit zum Pochen. Wie ging das dann? Dass sie ihnen in allem ihre eigene Sprachen hielten. Der Heilige Geist kam den Tag über ihnen und gab ihnen die Fähigkeit, oder auf Englisch die Ability, um in andere Sprachen zu reden. Wenn wir Gott in Gehorsam folgen, dann wird er uns auch durch den Heiligen Geist fähig machen, für das Werk, wozu wir beraubt sind. Wenn wir uns doch gleich zu horten gehen, wenn Menschen uns dort verschmieden, von wo wir kommen, oder wo wir nicht in das Model passen, was sie für uns haben. Und wieder,
Wenn du was Besonderes passiert, dann sieht wie bald nun eine Erklärung. In Versen 12 und 13 schrift dort, verwundert und verwillert, frühen so einer den anderen, was gibt es noch? Die anderen aber haben ihren Spotter Eva und sehen, die haben zu viel Wein getrunken. Nicht alle Mann in Jerusalem wird wählen, die Erklärung unternehmen, was die Jünger endlich den Heiligen Geist geben. Dort wird dann eine Verändernis von ihnen verlangen. Und dort werden sie noch nicht willens zu tun. Sich proben, ihr Gewissen zu stellen, treiben sie ihren Spott über die Jünger und sehen, die haben zu viel Wein getrunken. Wenn wir bei einer Entscheidung kommen, wo die muss wählen, ob die wird Gott gehorsam sind oder nicht, und die nicht willens ist zu tun, dann prüft die gewöhnlich den Charakter von der Person durchzureden, die hat den Gewissen reden deuten. Das, was wir auch bei mir selbst erlebt. Da wird das nicht auch so. Wenn uns wer was sagt, was uns Gewissen bohrt, probieren wir dort nicht für erst weich zu reden mit dem Charakter durchzuran, von dem wir dort hin. Wenn wir über Wort oder wem spotten dort ist gewöhnlich, wen die sind sich unsicher oder die fühlen sich schuldig. So, ein dritten Punkt. Was sind die Folgen von Pinjsten von dir? Wenn wir wieder lesen in Kapitel 2 von Versen 14 bis 21. Dann stund Petrus mit der Alp ab und fing mit einer lauten Stimme an zu reden und sagte an, Männer von Judäa und all die in Jerusalem wohnen, das soll je weiten und horch, was ich ihnen sei. Diese Männer sind nicht betrunken, so sie denken, weil es dort ist noch mehr Klock näher in Samarias. Das ist aber, wovon der Prophet Joel redet. Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dort ich meinen Geist über alle Menschen jeiten war. Jene Sehens und Dächter werden prophetisch reden, jene junge Männer werden Visionen sein, jene alte Männer werden Träume haben, und über Männer und Frühes, die mit denen, wo ich an der Zeit meinen Geist uitgeiten, und die werden prophetisch reden. Ich war boven im Himmel, Wunder daunen, und ook tekens oeien op de eerd, bloed, vuur, rook en damp. De zon wordt zwart diester worden en de maan rood als bloed. Eer onze Herren zijn grote, herrliche dag voor een dag komen wordt. En wie immer dan den Herren zijn noemen aanroopt, zal geraad worden. Petrus stond op met de auftoop en fing zu den Menschen door eine Botschaft zu geben. Das erste Part, wo Petrus du klar macht, wird sie nicht betrunken werden, weil sie wieder noch mal klar nicht in Samarias. Petrus ging dann über nur die Prophezeiung von Joel. Das wird verstehen als eine weltenge Prophezeiung. Weil es in Vers 17 schrift dort, Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren. Nur das nur, fängt der Anfang von dort eng durch an den Pfingsttag an. Aber diese Zeit wird der Heilige Geist noch nicht auf alle Gläubigen gekommen. Im Alten Bund fällt der Heilige Geist mal gewisse Menschen für eine gewisse Abgabe ab eine gewisse Zeit. Zum Beispiel, der Rechter in Israel werden mit dem Heiligen Geist gefällt, um eine besondere Abgabe zu vollbringen. Der Heilige Geist kann er nicht verlassen. Einmal vielleicht wem, willst du haben ihre Arbeit tun, wo sie beraubt werden, und einmal vielleicht wem, wens die Person seinen Angehorsam. Als die Philister kamen, Simson tot zu merken, und die Männer von Juda mit Angst für die Philister übergeben, kam die Geist über Simson. Das ist in Richter Kapitel 15 beschrieben. Und ich will Versen 14 und 15 lesen. Und als Simson nur Leiche gebracht wird, stemmen die Philister ein Siegesgeschrei an. Aber dem Herrn sein Geist wird überarm, und er verreit seine Streng und seine Arms, als wenn dort Fransen wären, wird vom Feuer verbrannt werden, so dass die Streng und seine Hänge verschmalten. Dann fängt er einen frischen Eselback an, und nahm sich dem an der Hand und schlug durch mit 1000 Philister tot.
Simson wird von Gott berufen, die Israeliten von den Philister vrij te redden, von ihnen vrij te maken. Sie werden dann unter ihre Sklavschaft, sie werden dann unter ihnen gebunden. Wenn er jetzt über Simson kam, dann hat er eine buitengewöhnliche große Kraft. Als Simson sein Geheimnis zu der Delilah sieht und sie ihm dann seine Haare aufschneidet, wegen Simson sein Angehorsam, verleiht der Heilige Geist an. In Richter Kapitel 26 schrift dort so. Dann ruft sie an, Simson, der Philister. Als hij dann vom Schlaf abwirkt, dachte hij, ik wil vrij gaan zoals vorher en wil me losrieden. Aber hij wist dort nicht, dass der Herr am verloren hat. So können wir noch viel mehr lesen, wo der Heilige Geist kam im Alten Bund. Gott, der Heilige Geist, wohnte wegen auch manche Israeliten, aber seine Gegenwart, seine Präsenz, dort wird in die Bundeskiste. Dit ist ein großer Unterschied zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Durch den Pfingsttag kam der Heilige Geist und sah sich auf die Jünger und wohnt an ihnen. Das ist, woran wir das verstehen, als der Anfang von dem Neuen Bund und der Würdigkeit Anfang. Versen 17 und 18 redet von was durch den Tag passiert. Dass der Heilige Geist über alle Gläubigen an Jesus Christus ausgegoten wird, die durch taub wird. Du wirst kein Unsein von der Person. Dort hält sich gleich auf dort Sehens, Dachter, Junge, Ole, Männer oder Frühes werden. Der Heilige Geist kam ab und alle. Dann in Versen 18 bis 20, die beschrieben von was noch in der Zukunft wird kommen und den Tag von dem Herrn. In Vers 21 ist eine Trostfrage von uns alle. Durchschrift dort, und wer immer dann dem Herrn sie Namen anruft, soll gerettet werden. Diese Vers sagt dort klar und einfach, wer und wo wir gerettet wurden. So, ein letzter Punkt, wo ich will übergehen, ist nach, was ist den Heiligen Geist in der Rolle von dir? Erstens, der Heilige Geist wirkt in uns die wahre Geburt. In Johannes Kapitel 3, Versen 5 und 6, wo Jesus mit Nikodemus redet, schrift dort, Jesus sagt, ich sei dir die Wahrheit. Wer nicht durch Wutter in Jesus geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Wort von Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und Wort von Jesus geboren ist, Wort ist Jesus. Und zweitens, der Heilige Geist verhalf uns das Evangelium zu verstehen. Den letzten Abend, als sie Jesus festgenommen, sehr heute seine Jünger durch im Garten in Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater an meinen Namen schenken wird, der wird ihnen alles lehren und ihnen an all das Denken helfen, was ich zu ihnen gesagt habe. Dort ist der Heilige Geist, der uns verhalft, die Bibel zu verstehen. Drittens, der Heilige Geist verhalft uns zu beten. Dort schrift, in Grut so halbt der Geist uns in unsere Schwachheiten, weil wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Geist betet für uns mit solchen Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. Und hij, der unsere Horten untersiegt, weit wird der Geist im Sinn hat, weil der Geist betet für die Heilige, tun uns Gott dort gefällt. Nach Römer 8, Versen 26 und 27. Viertens, der Heilige Geist verhalf uns, ein neues Leben zu führen. In Galater 5, Versen 16 bis 18, du schrift dort. Ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelasten wird. Wer das Fleisch verlangt, gerührt dort, wo der Geist nicht will. Und der Geist will dort, wo das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber, dass die nicht tun, was die tun mochten. Wenn die ihn vom Heiligen Geist regieren lassen, habt dort gesagt, ihnen nicht mehr zu sein. Und fünftens, der Heilige Geist bewahrt uns im Glauben. Dort schrift, und so wird dort auch mit jünd, der jede Wahrheit gehört haben, wodurch je gerat worden und an glaubten. Dann ticken Gott jünd mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Du wehen, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Nur Epheser 1,
versen 13 en 14. Dit zijn nog maar een paar dingen wat de Heilige Geest in de geloofje deed. Wanneer we dit een beetje beter verstaan, dan is ons dat duidelijk waarom Jezus te zijn jingen zegt, dat het beter weer dat hij treedt om Himmel voor. Wanneer hij treedt om Vader ging, dan wordt hij den Tröster schenken. In Johannes 16, vers 7, du zegt Jezus, aber ik zei in de waarheid, für jent is dat goud, dat ik weggoe. Wels wanneer ik niet weggoe, komt de Tröster niet naar jent. Wanneer ik aber goe, wo ik je den schenken. De Heilige Geest is nu wonend in iedere gelovige persoon. In 1. Korinther 6, vers 19 schrijft Paulus, weet je niet dat je Körper een tempel voor den Heiligen Geest is, der in je woont, indem je van God hebben, je ihnen je selbst nicht. Wils Gott uns heeft den Heiligen Geest geschenkt, wordt hij ons verhelpen zo te leven als God dat gefällt. Daarom krijgen we de nieuwe kracht, moed en vrede om jede dag voorwaarts te gaan in ons leven en in onze geloven. Weil we am gehoorzaam zijn en gehorchen en niet zijn stem uitlachen met het geluid van de wereld. We sluiten met een gebed. Himmlische Vater, we danken dir, dat du ons den Tröster, den Heiligen Geest geschenkt hast. We danken dir, dat we dadurch arm können in vrede en getrouws leven, sogar wanneer een grote storm om ons tobt. Verhelp ons, die nu te volgen en te alle tijd, en dien wordt ook gehoorzaam zijn. Dit vragen we in Jezus in heilige naam, met dankzeggen. Amen. Ik wil allen nog een gezegende Pinjsten en een goede week wensen. Dankzij.